Durch die jetzige Situation, durch den Kollaps des Gesundheitswesens, der Nahrungsketten, des Transportwesens, müssen Sie sich fragen, welche Berufsgruppen leiden darunter am meisten. Und das sind klarerweise eben diejenigen Gruppen, nämlich die Künstlergruppen, die prekären Berufsbilder, Berufsfunktionen, für die der Staat sich bisher ohnehin schon wenig interessiert hat. Das heißt, man sieht auch jetzt wiederum, die Programme der Regierung gelten in bereits etablierten wirtschaftlichen Strukturen. Wie hilft man den Banken, war seinerzeit die Frage, so ist es heute die Frage, wie hilft man den Großunternehmen, wie hilft man mittleren Unternehmen, aber die Individuen, auf deren Arbeit die Gesellschaft wesentlich beruht, darüber kümmert sich keiner. Das heißt, genau ist eine Möglichkeit, dass auch hier die Kunst sagt, wir denken nicht danach, wie wir den Künstlern helfen, also Individuen, sondern wir denken nach, wie wir insgesamt alle Individuen, die in prekären Arbeitsverhältnissen leben, wie kann man denen helfen. Und das heißt sozusagen, wir müssen effektiv die grundlegende Arbeit machen, dass die bisherigen Versicherungssysteme oder die Belohnungssysteme, die Lohnauszahlungen, die ja so waren, dass helfende Berufe wie Krankenschwestern und wie Ärzte schlecht bezahlt waren, da haben wir auch heute einen Mangel an Pflegern und Pflegerinnen und Ärzten, weil wir sie immer schlecht bezahlt haben. Also die ganzen Versäumnisse und Verfehlungen unserer Wirtschaftsordnung, die treten jetzt zutage. Die Kunst kann dadurch jetzt versuchen, gerade im künstlerischen Bereich, das gut zu machen, indem wir nicht nur abstrakt die Solidarität predigen, sondern die Solidarität dadurch auch leben, indem wir eben gewissermaßen, was wir ja gemacht haben mit Ostdeutschland, einen Solidaritätszuschlag machen. Also ich bin der Auffassung, jede Institution, das ZK inklusive, jeder, der einen festen Beruf hat, also eine feste Anstellung hat, muss, wie das ja der Staat erzwungen hat, in der Frage mit der Aufhebung der deutschen Teilung, einen Solidaritätszuschlag machen. Wir müssen einen Fonds einrichten, weil nur das Herumgerede Symbolische bringt gar nichts. Wir müssen diesen Künstlern tatsächlich wir müssen ein neues Amt schaffen. Wie man Ämter hat für Arbeitslose, aber das sind nicht gerichtet für Künstler. Die Künstler werden immer durchgerostet. Wir müssen jetzt den Staat zwingen, eine staatliche Einrichtung zu machen, spezielle Arbeitsämter für prekäre künstlerische Berufe. Und die müssen zum Teil von Künstlern, die noch Geld haben, mitfinanziert werden.